Hallo zum Podcast It's English Time with Ursula. Herzlich willkommen zum 14-tägigen Englischlernen. Seit fast 25 Jahren bin ich Englischdozentin an vielen Institutionen. Übers Hören möchte ich euch nun zum Englisch-Auffrischen animieren. Viel Spaß, have a lot of fun! Good morning, good afternoon, good evening. Just hello to everybody again. So it's English time with Ursula. So another episode today, and really many thanks to all for all the feedbacks I am getting. So, heute wieder, ran geht's zum Englisch lernen. First of all, some phrases mit Bein. Afterwards, we do something with the preposition at. This was really a special wish of somebody, and of course, I do fulfill this. Okay, so zuerst, sich kein Bein rausreißen. So it means not to work oneself to death, not to work oneself to death. Or he won't strain himself. Or not to break one's neck. Or just not to overdo. So, well, it's taken him 6 days to draft a 3-page document. He doesn't believe in breaking his neck to get things done. Does he? So once again, not to work oneself to death. So quite easy is that for sich kein Bein rausreißen oder not to break one's neck. Oder, of course, just not to overdo. Tomorrow is Monday, so I hope you don't get out of bed on the wrong side. So, ich hoffe, ihr steht morgen nicht mit dem verkehrten Bein auf. So she must have got out of bed on the wrong side this morning because she was very short-tempered with her secretary. She must have got out of bed on the wrong side this morning because she was short-tempered with her secretary. Das bedeutet, sie muss mit dem verkehrten Bein aufgestanden sein oder falschen Bein, weil sie war so gereizt mit ihrer Sekretärin. To have got out of bed on the wrong side. Always to fall on one's feet. Always to fall on one's feet. He has been sacked from several jobs, but he always manages to fall on his feet to find a better one. Das bedeutet natürlich immer wieder auf die Beine fallen. Always to fall on one's feet. He's been sacked from several jobs, but he always manages to fall on his feet and find a better one. So, and the last phrase for today is, well, they waited outside Buckingham Palace until they were ready to drop, but they never saw the Queen. They waited outside Buckingham Palace until they were ready to drop, but they never saw the Queen. Das bedeutet, sich die Beine in den Bauch stehen. To stand until one is ready to drop. To stand until one is ready to drop. They waited outside Buckingham Palace until they were ready to drop, but they never saw the Queen. Okay, so, and now the preposition at. At verwenden wir einmal bei Punkten oder auch bei einer Position. Turn right at the traffic lights. Das bedeutet bei der Ampel. Dinner is served when everybody is at the table. Das Abendessen wird nur serviert, wenn jeder am Tisch sitzt. So, at the table. Aber auch, wenn wir sagen möchten, sie wohnt in der Hauptstraße Nummer 10. She lives at 10 Main Street. Einmal sagen wir anders als im Deutschen nicht in, sondern wir verwenden at, denn wir haben zusammen mit der Hausnummer einen ganz genauen Punkt. Also, she lives at 10 Main Street. Also, sie wohnt in der Hauptstraße Nummer 10. Noch ein Unterschied zum Deutschen. Wir haben die Hausnummer im Englischen vor der Straße und nicht wie im Deutschen nach der Straße. She lives at 10 Main Street. Dann natürlich auch für Orte, wo man lebt oder arbeitet oder einkauft, sich einfach trifft.
So she's at home now. Is the party at your place or is it at your father's? She's at work, she's at school, she's at church. Bei der Arbeit, aber in der Schule, wir haben im Deutschen wieder in, im Englischen sagen wir auch at school. Und noch ein Unterschied, keinen Artikel im Englischen, einfach at work, at school. Okay, she bought an aspirin at the chemist's. Sie kaufte eine Aspirin in der Drogerie. Dann am Flughafen, am Bahnhof, an der Bushaltestelle. So, at the airport, at the station, at the bus stop. Dann auch sollen wir uns zum Beispiel im Löwen treffen. Shall we meet at the Lion? Also nicht im, sondern at the Lion. Okay, dann noch eine Besonderheit. Ich hoffe, you're all good at English. At English und nicht in Englisch. Ja, im Deutschen haben wir natürlich in. Genau dasselbe wäre bei bad. So, I hope you aren't bad at English. So, well, I'm not very good at chess. Ich bin nicht sehr gut im Schach. Maybe you are better at chess than me. Dann noch etwas zu add. Natürlich haben wir add auch bei den Uhrzeiten. So, I always get up at 7 in the morning. Ja, für 7 Uhr am Morgen. So, well, I never have a break at noon. Das bedeutet, ich habe nie eine Pause am Mittag, also at noon. I always start my English lessons at the same time every day. Ich fange immer zur gleichen Zeit an mit meiner Englischstunde jeden Tag. At the same time. So, am Ende des Filmes bedeutet, well, at the end of the film. At the end of the film. Dann außerdem noch verwenden wir at für Zeitausdrücke wie jetzt. Zum Beispiel at present, at the moment. At the moment we can't do so much. Oder at present we can't do so much. Dann natürlich für Zeitbereiche am Wochenende, Feiertage und so weiter. At the weekend, at Easter, at Christmas. Aber ich glaube, das wisst ihr schon. Dann noch eine Besonderheit. I learned to swim at 6 years. Ich lernte schwimmen im Alter von 6. I can't remember anymore, I must admit, but maybe it was the case. Also im Deutschen sagen wir im Alter, aber im Englischen sagt man at. So, I learned to swim at the age of 6 oder einfach abgekürzt at 6. Dann außerdem für sofort, wie at once. So, I really think that was enough for today. And I hope you enjoyed again this episode and you learned a lot. Thank you so much for listening again for another episode. It's English time with Ursula and I really hope you enjoyed it. So, have a good time. Enjoy. Take care. Bye-bye.